Hallihallo meine liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Stories The Path of Destinies. Ich habe das empfohlen gekriegt von einem guten Kumpel von mir, aka Folk-Wengert. Er hat gemeint, jo, das Spiel wäre voll was für dich, das musst du auf jeden Fall spielen. Ich habe selber danach gegoogelt, auf YouTube nachgeguckt. Ich bin scheinbar wahrscheinlich der erste Let's Player, der das spielt. Zumindest der erste deutsche Let's Player, der das spielt. Ich zähle da jetzt GameStar nicht dazu, die haben ein Review gedreht und kein richtiges Let's Play. Ich habe mir zur Motivation genommen und zum Ansporn, es soll 24 Enden geben. Ich möchte alle 24 Enden spielen. Pro alle 2 Folgen. Es wird gesagt, es geht eine Stunde, würde so ein Ende gehen. Sind so ungefähr grob 2 Folgen immer. Das heißt, alle 2 Folgen kommt ein Ende. Da bin ich gespannt. Und ich freue mich drauf. Ich weiß noch nicht genau, worum es geht. Es soll irgendwas mit Füchsen und Hasen oder so sein. Ein bisschen Fantasy-lastig sein. Und wir fangen einfach jetzt mal an. Ich spiele das Ganze mit meinem Gamepad. Falls möglich switche ich vielleicht noch auf die Tastatur. Aber wenn mir schon mal die Möglichkeit gegeben wird, bei einem Hack-and-Slay auf den Gamepad umzusteigen, dann nehme ich auch das Gamepad. Klingt komisch, ist aber so. Und nun, lasst uns keine Zeit verlieren und direkt anfangen. Once upon a time, the infamous rover Reynardo plundered the floating isles. Then his mother called him to her deathbed. "Swear to me that you won't die on the gallows," she rasped. Reluctantly, he swore. And he whiled away his days at home with music, cards, and wine. But the Emperor had changed. He'd been good once, a shy, almost humble toad. He'd built universities. Then people started whispering about mass graves in the woods, midnight rituals, victims screaming. The Imperial Ravens would round up entire villages, and no one ever returned. The Ravens had come to Ubar scouting for ancient books said to be of great power. But the librarians had hidden the books, so they'd burnt the librarians. The citizens, outraged, had driven them off. The Ravens had come back with dropships. The kid had fled with one of those books. He was brave and dumb and wanted to join the rebellion. And Reynardo had promised his mother he'd protect him. So, das denke ich war mal die Geschichte. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt so schnell gar nicht auffassen können, was uns dagegen irgendwie um Bibliothekare, die Bücher verbrannt haben, und dass irgendein Hase sich um den Ding schützen sollen und irgendwie um einen Fuchs und einem Kröte, und spult einfach zurück, wenn ihr wissen wollt, worum es genau geht. Ja. Ladescreen, do's whatever Ladescreen does. Ladescreen, do's whatever Ladescreen does. Oh, Ladescreen. Oh, Musik. The kid was looking down, watching his city burn. "Sorry, kid," Reynardo told the kid. "Look, if we give them the book, they'll leave you alone." "My mother died for this book!" "I promised her I'd protect you." "Oh, damn it." The kid had run off. With the book, of course. So Reynardo had to run after him. Okay, wir sind also Reynardo. Wir gleiten hier ganz schön durch die Gegend, seht ihr das? Ich weiß nicht, ob das Spiel eine Early Access ist. Ich habe ehrlich gesagt, habe ich gar nicht nachgeguckt. Aber es ist irgendwie ein bisschen laut. Lasst mich mal kurz die Musik hier ein bisschen runterstellen. Und das Ganze hier so. Hat die Musik gerade auf den Ohren gedrückt. Tut mir leid. So, mal sehen. Da gibt's sowas. Y geht noch nichts. B geht auch nichts. Hier geht auch nichts. Das heißt, wir können bislang nur laufen und schlagen. Gut, schön.
Dann lasst uns doch mal losgehen. Wie ihr seht, ist das alles so ein bisschen aus der, weiß nicht, ich würde sagen Vogelperspektive, Draufsicht. The two ravens were staring at the kid like he was their dinner, which probably was what was in their tiny brains. Hey, Renato said. They cocked their heads at him. Pick on someone as ugly as you. Wait, that didn't come out right. For the Emperor! The ravens cawed and rushed at him. Okay. Gib ihm! Fressbrett! Zack! Und zack! Gib ihm! Aufs Maul. Oh nein. Wenn der Gegner angreifen will. X zum Kontern. Ah, okay. Alles klar. Cool. Haben wir uns gleich direkt. Deck, Darm, zack! Zack, 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 zack. Und hier können wir schlitzen. Und slash. Und zack. Und kaputt. Und los. Und zack. Und kaputt. Und mach. Gib ihm! Und da wird uns Odin nicht gnädig sein, weil wir haben ihn gerade seinen Raben getötet. Vielleicht kann er uns entschädigen, weil diese Raben böse waren. Schaut euch diesen Schatten an. Amazing. Nee. So, lasst uns weitergehen. Ja. A dropship flew overhead. He hoped they hadn't noticed him. The kid. Holy crap. Halte ist nichts zum Angreifen, Zielen. Okay. Cool. Amazing. Ich bin amazing. It's just amazing. Oh, right. The Gate of Heroes. Someone's idea of a joke. Making the Skyship Docks a gated community. You needed a hero's sword to open it. And the kid was on the other side of the gate. Who let you through? Promise me you'll take the book to the rebels. Or I'm gonna steal your ship. I'm not taking that damn book anywhere. And neither are you. Try and stop me, laughed the kid. I bet you don't even have a hero sword. And with that, the kid hopped away. Had to hand it to the kid. He was an idiot, but he had guts. Where was Renato going to get a hero sword? Wow. Das ist eine amazing Story. Diese... Ja, falsches Schwert. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich meine, so für ein 15-Euro-Spiel ist das bislang echt... what the fuck? Wind essence? That sounds about right. Also eine Werkstatt brauchen? I'll need a wood. Perfect. Schwerter. Tut mir leid, lieber Erzähler, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Aber ich möchte nicht unbedingt mit unnötigen Sachen meine Zeit verlieren. Dementsprechend baue ich jetzt mir einfach dieses Kackschwert. Ja. A hero sword. QED. Was? Alles klar. Also hat man hier die Möglichkeit zu, sag's mir, zu craften. Cool. Ich bin echt erstaunt über dieses Spiel. This is what he got for settling down and finding people to care about. The kid's mum had been a swell cook and she'd laughed at Renato's jokes, even when he didn't know he'd made one. And then the ravens had come to burn her. And she'd made him promise to protect the kid. But she never told him where the book was. Just the kid. Okay. Es handelt sich hier irgendwie um ein ganz besonderes Buch, habe ich gerade verstanden. Und dieser Reinaldo, den wir hier spielen. Ah, guck mal, der Schatten sieht jetzt gar nicht mehr so komisch aus wie vorher. Jetzt sieht er wieder komisch aus. Hier nicht mehr. Interessant. Der soll eigentlich auf das Kind aufpassen. Die Mutter hat so gesagt, pass auf mein Kind auf, du blöder Fuchs. Aber von dem Buch hat sie nie gesagt. It was too far to jump. There'd been a bridge here before, hadn't there? And there was Peter, giggling at him. How'd you get across? He asked the kid. Where'd you find a hook? I hopped, said the kid. Wise-ass kid. Hey, look out behind you. Cute, said Renato. Ah, Ravens. Okay, diese Ravens, also die Raben,
sind so... Sind so irgendwie diese Waffen oder Soldaten von diesem Kröterich. Und... It was time to talk some sense into the kid. Just hook his way across the ledge and chase the kid down. Thing was, he hadn't used his hook since he'd retired. How had he done it? Maybe if he meditated at that altar there, he'd remember his old skills. It was starting to come back to him. Something you never completely forgot, like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. What? Alter! Alter, das ist mal... Gib dir! Guck dir das an. Wie der letzte Babbo. And there was the Farfarer. She was the fastest ship he'd ever known. She could do the Kestrel run in 12 furlongs. Well, so the salesman had told him. And something told him the kid was about to walk into an ambush. "Stop!" he shouted. "I'm not giving you the book!" shouted the kid, and took off. "No! Peter!" But the kid ran for it, and a goggler nailed him with its eye-beam. What? Okay, wir müssen wahrscheinlich unseren neu gelernten... Nein, wir müssen uns hier verstecken. Ich gehe davon aus, wir müssen uns hier verstecken. Und unseren neu gelernten Skill einsetzen. Und Damage. Und gib ihm. Und drauf. Und... Achso, ist ja schon tot. Das ging jetzt allerdings schnell. Ich muss mal kurz hier durchatmen. Dieses Spiel ist amazing. Ich finde es echt der Wahnsinn. Unburned. Next to it were the buckles from the kid's shoes. And a kid-sized pile of ashes. Damn it. Why hadn't he lied and told the kid he'd take the book to the rebels? The kid would be alive now. Really pissed off and betrayed, but alive. Oh, damn it. Renato picked up the book. He couldn't let the Empire have it now. He was going to have to get it out of there. He'd be a wanted man. Probably have to join the rebellion just to have a place to dock. Well, he'd hated home life anyway. So haben wir ganz schnell Peter kennengelernt und wieder What was the nicht. big deal about this book anyway? Maybe he should open it and find out. Ich All hatte... that had been years ago. How many? The war was a blur, and now 3 Raven scout ships were chasing him. "Where are you running, rebel?" cawed the Raven captain over the loudhailer. Renato could see them cranking up their catapults. "Just going out for milk?" Renato yelled back. "Where can you run?" laughed the Raven horribly. Far behind him, another city was burning. The dark cloud above its island was thousands of Imperial ships. The fleet was doing a thorough job. "Take us to the rebel base! I will spare your life!" it called. The entire jury-rigged rebel fleet was only a few islands to the east. Beyond that were only the pillars of heaven, a sea of endless blood-colored tornadoes. The rebellion was out of time, unless Renato could bring a game-changer. Maybe he could. Renato had found out where he could find the pieces of the Sky Ripper, the legendary weapon that had exiled the lost gods. Surely a legendary weapon could win the final battle. On the other hand, his old friend Lapino had sent Renato a desperate message saying he had a brilliant scheme to save the rebellion. If Renato could only rescue him. Renato dived the Farfarer towards the abyss. As he felt the heat of the jet stream, the Raven ships peeled off. Not stable enough to follow him down there. Now it was time to choose. Lapino or the Sky Ripper. Wow. Davon habe ich gehört, man trifft hier Entscheidungen. Und beim mehrmaligen Durchspielen
kann man dann die andere Entscheidung wählen oder kommen ganz neue Entscheidungen. Puh. Baue ich den Skyripper? Rette ich den Kumpel? Baue ich den Skyripper? Rette ich den Kumpel? Moment, da muss ich... ich tippe nicht nur so auf meinem Handy rum, weil ich ausrechne. Wir nehmen... Ene, mene, Miste, es rappelt in der Kiste. Ene, mene, weg und du bist weg. Weg bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Okay, ich weiß das Alter von dem Typ nicht. Wir versuchen es jetzt einfach mal auf die Art und retten den Vogel. Ah, Lapino. Apparently, the mad rabbit had sold a Pegasus that he did not exactly own. Lapino always wiggled out of trouble, given time. But he was out of time. The Ravens had figured out that Lapino was a rebel spy. If the fleet reached him first, they'd string him up for that. Never mind the winged horse. Ladescreen, do's whatever, Ladescreen, das, Ladescreen, do's whatever, Ladescreen, das, oh, Ladescreen. Lapino had apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen a winged horse. He'd only sold it. But wait, where was the prison? The village was empty. Had everybody fled the Ravens? Nardo's blood was up. He just needed to smash something. Moment, hat er gerade kommentiert, dass ich die ganze Zeit basht habe? Amazing. Also Leute, ich glaube, dieses Spiel wird mir gefallen. Jo. Wählen. Was gibt's hier Schönes? Aha. Aha. Okay. Damit befassen wir uns, denke ich mal, sobald wir das haben. Jetzt geht ein Weg nach unten. Ach, okay, da ist noch eine Kiste. Dann öffnen wir mal die Kiste. Wir kriegen Ärzte und einen Windextrakt. 7 Ärzte und ein Windextrakt. Das reicht uns natürlich leider noch nicht, um ein weiteres Schwert zu bauen. Aber wir sind ja amazing genug, um das auch so zu schaffen. Was ist das? There was an inscription. No spitting. Bitte was? Ah, ich verstehe dieses No Spitting Ding. Wir fliegen jetzt hier über alles drüber. The Ravens had taken the town. Renato had seen villages emptied like this. All the people taken away to be sacrificed in the Emperor's secret rituals. Renato hoped the people were just hiding. Okay. Firewalls only let you through if they think you're hot enough. Oh, Bitch, ja, yeah. Ich habe das falsche Schwert, alles klar. Ich brauche ein Feuerschwert, wenn ich das richtig verstehe. Nein, wo muss ich denn lang? Was ist denn das hier? Okay, ich muss hier um die Brücke. Ich zerstöre hier mal ein paar Sachen. Da ist ein Altar, kann ich den benutzen? Nein, ich habe keine Fähigkeiten. Und los geht's weiter. Hier kann ich durch. Das ist doch ein Heldending. Reynardo öffnet dieses Ding. Darf ich anmerken, dass er echt gut aussieht mit seiner Kappe said Renato. No? Au! Au!
fuck did just happen? Ah! Ravens were landing everywhere. The advance guard. He'd better get moving. If they got to Lupino first, they'd eat him for breakfast. Or a snack. Ravens weren't picky. If they got hungry, they sometimes forgot to interrogate their prisoners. Even top spies like Lupino. Where had the mad rabbit got to? Also ich komme gar nicht mit der Story hinterher. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe, ihr verfolgt das beim unten Lesen. Das Einzige, was ich mitkriege, das Dorf wurde geleert von dem Imperator wegen irgendwas, billige Arbeitskräfte oder so, Molukken, was weiß ich. Und wir sind jetzt auf der Mission, diesen komischen ollen Hasen zu treffen, zusammen suchen, finden, whatever. Wir haben schon wieder ein Windextrakt. Nein, ein Wasserextrakt. Oh. Oh, oho. Wasserextrakt. Da haben wir wohl ein bisschen was anderes. Den benutzen wir gleich. Wir gehen jetzt kurz noch hier hinten gucken, was hier ist. Nur eine leere Kiste. Eine leere Kiste. Säge, dein Deutsch war auch schon mal besser. Renato felt like he was ready to learn new things. Thank goodness he didn't have to go to school for that. It was starting to come back to him. Something you never completely forgot, like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. Okay. Wow. Und es lädt voll schnell auf. So, gib ihm. Bam, 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 bam. Zack, 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 zack. Bam, bam, gib ihm. Zack. Bumm. Bam, bam, zack. Bam, 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 bam. Oh yeah! Amazing. Alter, dieses Spiel ist der Wahnsinn. Aber wir kommen aber leider nicht zurück, sehe ich gerade. Das heißt, wenn wir einen Platz betreten haben und da ein neuer Kampf beginnt, kommen wir nicht mehr zurück. Das ist ein bisschen schade. Renato felt a chill run down his back. Or possibly a flea. Weil er ein Fuchs ist. Aha. Und der Joke. Mr. Ich bin der Erzählerboy. Hier kommen wir nicht durch. Weil wir jetzt immer noch das falsche Schwert haben. Ich sehe. I see. Den Altar bringt mir nichts zu benutzen. Ich habe keinen Fähigkeitspunkt. Und hier komme ich wahrscheinlich nicht mehr zurück. Schön. Had learned so much. Nice. It was time to turn it into something he could use. Leute, warum einfach nicht alles nacheinander so? Oh. Kann ich die Skills irgendwie jetzt angucken? So ist es Greifen. So ist es Bashen. Ich habe jetzt leider was geskillt, wo ich keine Ahnung. Moment, ich könnte doch zum Altar zurückgehen und das angucken. Bin ich blöd? Ich verschwinde unnötige Zeit. Aber ich will wissen, was ich da jetzt eigentlich geskillt habe. Perfekter Schlag. Greife sofort nach der vorigen Attacke an, um den perfekten Schlag auszuführen. Bonusschaden und doppelter Combo-Bonus. Nice! Das wollte ich nicht. Das heißt, ich werde jetzt noch besser. Oder ich bin noch besser. Das ist cool. Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so amazing wird. Ich hoffe, das wird nicht so langwierig, wenn man jetzt die anderen Enden findet, sondern er hält einen wirklich noch auf Trab. Oh, hi. Dirty and bloody, Renato finally reached Lupino. The rabbit was practicing his shuffle. Renato recognized the cards. It was Lupino's favorite deck. Oh, I thought you were in danger. I am. The ravens are coming.
Oh, the prison thing. Right, yeah, see, this guard owed me 53 ducats, so we made a deal. They're very reasonable people, actually, for weasels. Now, I got a brilliant plan to kidnap Zenobia. We capture Zenobia, we find out what she knows, and that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general, who also happened to be a deadly sorcerer and, oh, his only daughter? That would be worth it. On the other hand, he could still get to the core of the Sky Ripper, even if he couldn't get the whole thing. It must have great power. Wir haben schon wieder eine neue Auswahloption. Entweder können wir diese komische Olle da, die Thronerbin, kidnappen. Allerdings, Zenobia wasn't just the Emperor's daughter, of course. She'd been Renado's best friend in Sword Fu school. And you're still mad for her, the rabbit reminded him. They'd been close. She'd told him things no one else knew. But she'd never told him who she really was. She knows all the Emperor's plans, chuckled the master spy. She won't give them up easily. She'll tell the interrogators, all right, said Lapino. Taking her would change the game, all right. Und wieder Ladescreen. Jetzt habe ich mal Zeit, euch zu erzählen. Ich habe meinen Bart rasiert. Musste ich. Ich habe leider Spliss gehabt in dem Bart. Und somit musste er leider ab. The city was already under Zenobia's control. I had to admire her efficiency. Renato shivered at the thought of Zenobia at the mercy of the interrogators. Could he really turn her over to them? But this was war. It wasn't meant to be pretty. Wie ich gerade gesehen habe, wir haben den... Wow. Unreal Engine 4 sieht echt gut aus. Wir haben... Aktivieren. Kapitel 2 erreicht. Miets. Gucken, wie ich das hier schneide. Vielleicht mache ich das pro Kapitel. Je nachdem, wie viele Kapitel das hier sind. Seid ihr tot? Ja, die sind tot. Interessant. Ja. Für wahr. Okay, ich sehe, die Hasen sind so die Guten. Und die Raben sind so die Bösen. Die Evil Motherfuckers. Wow. Hero Wall. Hero Sword. Sword. Es ist schön, Erzähler, wenn du in meine Hack and Slay Runde reinsprichst, weil dann versteht niemand ein Wort. So, ich weiß nicht, ob man die genau so töten soll, aber irgendwie finde ich es ziemlich praktikabel, die so zu killen, und deswegen mache ich das einfach so. Ach, oh, da oben sieht man ja, was für Würfel man hat und wie viele Erze. Das ist alles cool. Man muss ja alles so ein bisschen entdecken. Wisst ihr? Wenn man nicht alles so ein bisschen entdeckt. You blinked. Was? Alter, war das gerade eine... Bitte sag mir, war es echt? Das wäre... Also was ich hier gerade versuche, stammelnd zu erzählen ist, ich glaube, dass das eine Doctor Who-Anspielung war mit dem, du hast geblinzelt. Weil da ja diese komischen Viecher, dessen Namen, ich bin kein Doctor Who-Gucker, aber das weiß ich. Da gibt es so irgendwelche Viecher und wenn man die blinzelt, dann töten die dich. Und das ist halt mit diesen Viechern hier auch der Fall. Oh. Ich dachte nicht, dass ich hier gleich abgesperrt werde. Manu. Hey, da ist ein Hase. So, what's this plan of yours? Use me as bait, said Lapino. And he outlined a slightly complicated plan that involved geese, a net, setting the Farfarer a little bit on fire,
Lapino dressing as an old blind toad, and Renato hiding inside a monstrous watermelon. What could possibly go wrong? Thought Renato. Künstler, Kröte, Wassermelonenplan. Kein kurzes Heim für hasenfüßige Pläne. Ach, Oh, this is gonna be fun. das erste Mal durchspielen. Said Lapino, Was as he kann ran to go schon set up falsch his marvelous laufen? plan. Ich hoffe, wir If gehen... I craft a sword now, it's gonna be really short. Feuerextrakt, Wasserextrakt. Ich könnte hier ein zweites Schwert bauen, allerdings fehlen mir dafür noch 10 Erze. Deswegen lassen wir Thomas mal nicht. Hier kann man ein paar Sachen kaputt machen. Das lässt mich noch durch. Nein, schön. Gut. Und ich kann He nicht skillen. wasn't that good. Yet. Herr Erzähler, möchtest du denn mein Let's Play für mich moderieren? Dann muss ich gar nichts mehr sagen. Das war meine sehr richtig geschlagen. Da. Wow, warum sind das so viele? Wow, what the fuck? 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 What the fuck? Okay. Nachdem ich ein bisschen eskaliert bin, an dieser Stelle möchte ich kurz fragen, warum kommt der da einfach so durch und ich muss mich durch diese komischen Raben schnetzeln? Warum? Renato felt dubious about the whole plan. With every step, he was waiting for it all to go horribly wrong. But against all odds, Peppino's idiotic plan worked. Zenobia's ravens ran off after the geese, the net dropped, and Renato jumped out of the watermelon and put his sword to Zenobia's throat. Renato, she said, are those new scars? They look good on you. You never return my velvet jacket. It was my favorite. You look stupid in velvet. Oh, what does an imperial princess know about style? Oh, get a room, you two, said Lapino. But the fleet was coming on fast, so they put Zenobia on the Farfarer and took her east over the Nexus. She'd vanished from Swordfu School, from his life, without even saying goodbye, without ever telling him she was the Emperor's adopted daughter. Ah, Lapino was right, Renato thought reluctantly. She knows things. She recognized his look. You're taking me to the interrogators, aren't you? She said, wide-eyed. And then she jumped, with horror. Renato saw Zenobia plummeting. Then he saw the Nexus below them. Cats always land on their feet. Ah, she'll head for the Imperial outpost, yelled Lapino. You have to catch her.